Hallo und herzlich willkommen. Oje, meine Frau wollte aus unserem Teppich Flecken mit Teppichschnee entfernen und da gibt es ja von Vorwerk ein Modell Teppichfrischer 731 zum Teppich auffrischen bzw. den Teppichschnee zu verteilen und einzuarbeiten. Ja, super duper, wenn er denn funktionieren würde. Strom an, anschalten und schon leuchtet die Störungslampe. In der dünnen Gebrauchsanweisung heißt es nur ausschalten, Störung beseitigen, anschalten mit gedrücktem Reset-Knopf. Ja, was aber ist die Störung? Im Zweifel musst du annehmen, dass der Motor so viel Dreck eingesaugt hat, dass da nichts mehr geht. In unserem Fall waren die Schaumstofffilter durch Alterung zerbröselt. Viele würden in dem Moment das Gerät in die Mülltonne werfen, aber doch nicht ein verarmter Ingenieur. Außerdem wollte ich doch nicht meine Frau enttäuschen und ich wollte den Teppichschaum auch nicht von Hand einmassieren, dazu noch auf den Knien. Eigentlich eine schöne Gelegenheit, ein Reparaturvideo zu drehen. Aber vor Ungeduld habe ich das Gerät schon mal zerlegt. Die kommenden Bilder und Videosequenzen stammen vom späteren Zusammenbau. Ich habe die Reihenfolge einfach umgedreht. Fange damit an, die Walzen auszubauen. Dazu öffnest du die gelben Seitenabdeckungen durch leichtes Anheben und Wegklappen zur Seite. Die Walzen sind nur formschlüssig gesteckt und können abgezogen werden. Hier nicht extra gezeigt, die Abdeckung wird entfernt, indem du die 4 vorderen und 4 hinteren Klipse durch Eindrücken eines Schlitzschraubendrehers nach hinten schiebst. Dieser Schritt kann auch noch später gemacht werden. Als nächstes hebst du den Griff an und entfernst die eine Schraube in der Mitte. Damit kannst du die Abdeckung anheben. Unter der Abdeckung findest du 2 weitere Schrauben links und rechts. Diese schraubst du ebenfalls raus. Die dritte Schraube für diese Abdeckung befindet sich unter dem Hinweisschild. Seitlich mit einem flachen Plastik bzw. mit den Fingernägeln reingreifen und die Abdeckung anheben, bis die Laschen herausspringen. Nun kommst du an die Schraube ran. Jetzt siehst du einen weißlich transparenten Kunststoff, der eine Wippe mit dem Reset-Knopf trägt. Dieser Träger ist links und rechts eingeklipst und kann durch leichtes nach außen biegen der grünen Laschen ausgehackt werden. Der Boden hängt jetzt nur noch am Gelenk und kann genauso über nach außen biegen der grünen Laschen über den Bolzen abgezogen werden. Der kleine Elektromotor, der über ein Schneckengetriebe die Walzen antreibt, ist am vorderen Ende mit 2 Schrauben gegen eine kleine Gehäuseabdeckung gehalten. Diese Schrauben halten auch die Kabel zur Rückführung des Stromes. Am anderen Ende wird der Motor von einer Klammer gehalten. Diese machst du ab und kannst damit später den Stator vom Anker ziehen. Willst du das Motorgehäuse auseinanderziehen, so hebst du den Motor am Schneckengetriebe etwas an, damit du an die 2 langen metrischen Schrauben kommst, welche links und rechts des Motorgehäuses angebracht sind. Wobei wir hier wieder am Anfangsbild sind. Alles zerlegt. Das hätte ich gleich am Tisch machen sollen. Nun liegt der Dreck auf dem Teppich und ich laufe Gefahr, einen Anpfiff zu kassieren. Schnell aufsaugen und in die Werkstatt damit. Alles ausblasen und mit einem Pinsel in die Ecken fahren. Nun geht es wieder an den Zusammenbau. So, mal Strom drauf geben und testen. Der läuft jetzt. Das Schneckengetriebe ist auch schon trocken. Da gibst du etwas Getriebefett rein. Damit das beim Testen nicht umherspritzt, machst du erst die Abdeckung drauf und schaltest dann an. Ich habe das Einschmieren mit Fett mehrmals wiederholt. Den anschließenden Zusammenbau zeige ich hier in 5-facher Geschwindigkeit. Sei vorsichtig mit den Clipsen. Die sind sicher über die vielen Jahre spröde geworden und brechen gerne ab. Ja, verflixt, die Klammer vergessen. Von Hand kannst du die steife Klammer kaum aufschieben, da brauchst du schon einen Schraubendreher.
Der obere Deckel wird von oben aufgeschoben und mit 2 Schrauben unten und einer Schraube oben festgemacht. Die Abdeckung über dem Reset-Knopf setzt du ein, indem du die eine Lasche der flachen Abdeckung auf der einen Seite einsetzt, die Abdeckung wölbst und damit die andere Lasche einführen kannst. Du zwickst dir sicher die Haut etwas ein. Macht nix, das Ergebnis zählt. Die hintere Abdeckung wird nach unten geklappt und mit einer Schraube fixiert. Setze nun die Walzen ein, Klappen zu und testen. Es dreht sich alles wunderbar. Teppichschnee auftragen und mit dem Vorwerk Teppichfresher 731 verteilen und leicht in die Faser einarbeiten. Nicht vergessen, nach Gebrauch sofort säubern. Kein fließendes Wasser verwenden. Einfach mit einem Pinsel den Teppichschnee und Fusseln abbürsten und eventuell mit einem Tuch nachreiben.